Heute Abend sind wir am Train Night Market, nicht zu verwechseln mit dem Railway Market, der sich südlich von Bangkok befindet. Dieser Markt hier ist bekannt für seinen Vintage-Flair und sein leckeres Streetfood. Und gemeinsam schauen wir uns diesen Markt heute Abend an. Hier haben wir einen ganz alten VW Bulli entdeckt. Den wollte ich euch mal zeigen. Der sieht super aus. Wie neu. Ja, hier seht ihr so ein richtig cooles Café bzw. Bar. Auch wieder im Vintage-Stil und sieht mega gemütlich aus. Und da gibt es sicher auch einiges zu entdecken, auch Antiquitäten und solche Dinge und interessante Einrichtungsgegenstände. Hammer. Ja, der Name Train Night Market kommt daher, dass dieser Markt vorher einen anderen Standort hatte. Und zwar war das ein Bahnhofsgelände, wo es ausrangierte Waggons gab und alte Züge. Und damals gegründet von einem Antiquitätenhändler. Und dann ist dieser Markt hier hingezogen und daher dieses Vintage-Flair, das wurde beibehalten und das ist auch ja, faktisch der Aufhänger von diesem Markt und ist was ganz Besonderes, muss ich sagen, haben wir so auch noch nie gesehen. So, wir stehen jetzt hier vom Antiquitätenladen. Hier gibt es Schallplatten, alte Teller, viel Zeug, das keiner braucht und 2 Aliens, Hippie-Aliens und ganz tolles Porzellan für West Highland White Terrier Liebhaber. Ja, und passend zum Motto dieses Marktes, hinter mir seht ihr einen Klamottenladen, der sich auch diesem Thema gewidmet hat. Hier gibt es Vintage-Klamotten oder Used Style und ja, sieht auch ganz cool aus, finde ich. Coole Sachen dabei. Wir müssen euch das mal zeigen, was es hier alles gibt. Vom McDonald's-Clown über irgendwelche komische Figuren bis hin zum Jesus, Maria. Wirklich alles da. Ja, und habt ihr gesehen, dass hier ist der Thai McDonald's? Ja. Wie nennt man den eigentlich? Clown, ja, Clown. Der Ronald McDonald. Ronald McDonald, genau. Und in der Thai-Version mit den betenden Händen. Ja, cool. Ja, und in Anlehnung an das Bahnhofsmotto oder Train-Motto steht hier jetzt so ein alter Waggon, ein kleiner, sieht richtig gemütlich aus. Und hier wurde wahrscheinlich dieses Gebäude einem Bahnhofsgebäude nachgeahmt, wie es aussieht. Bisschen Graffiti aufgesprüht, bisschen aufgepeppt. Ja. Ja, also Vintage ist auf jeden Fall ein Motto hier. Sehr interessant für thailändische Verhältnisse. Stellt euch mal vor, sowas anzuziehen. Eher nicht. Schöner Fließjacken. Ja, und das hier ist so richtig wie in den 80s. Ja, ja. Oder? So Ja. sind wir bestimmt als Kinder rumgelaufen. Ja, Oder hey, das ist ein Skianzug. Ein Skianzug in Thailand bei 35 Grad das ganze Jahr. Das ist geil. Ja, hier echt vorne richtig die cool. alte Trainingsjacke Ja, genau. aus Amerika. Ja, Richtig oldschool. ziemlich lässig. Also, wer Bock auf sowas hat, der wird hier auf jeden Fall fündig. Hier richtig coole alte Ami-Schlitten. Und gerade haben wir noch ein richtig geiles Tattoo-Studio entdeckt. Also das an sich ist schon eine Sehenswürdigkeit.
Und deswegen lieben wir diesen Markt hier so, weil das ist total abgefahren. Schaut es euch an. Ja, und hinter uns ein total abgefahrenes Vintage-Café. Sieht aus wie aus den 50er Jahren. Der absolute Hammer. Ja. Schaut euch dieses Auto an, das hat sogar ein Einschussloch. Das sieht mir richtig realistisch aus. Ein Einschussloch und auch hier hinten dran so ein bisschen westernmäßig. Hier so eine kleine Westernstadt aufgebaut mit Saloon und allem, was dazugehört. Der Markt hat sehr viele Facetten. Ja. Wow. Was ist das denn für ein heißes Gerät? Das ist Rods Motor Garage. Da wird sogar ein alter Dodge Charger wird hier instand gesetzt. Ja, und die Leute sind wirklich die Autos hier am Aufbauen. Das ist jetzt nicht nur Show, wie man hier sieht. Da ist einer am Arbeiten. Und hier oben steht ein alter Chevy. Ja, und hier hinter mir seht ihr ganz viele Restaurants. Also man kann sich hier auch hinsetzen und in Ruhe sein, Essen genießen. Hier gibt es außerdem auch Live-Musik. Ja, also wenn man nicht nur durch die Foodstände laufen möchte, sondern sich gemütlich hinsetzen kann, ist das der Platz der Wahl. Und apropos Essen, wir haben auch Hunger und suchen jetzt mal ein bisschen was zu essen, aber wir wollen nicht in ein Restaurant, sondern wir sind heute auf der Suche nach gutem Streetfood. Richtig. One salmon And one chicken. und ein Chicken. So, wir holen uns jetzt hier noch so Grilled Seafood with Curry Paste. Und zwar die Crab-Variante eingewickelt in ein Bananenblatt. Ja, kostet 1,35 Baht. Ist okay. Probieren wir mal aus. Das ist in Ordnung. Ja, und in Thailand gibt es fast zu allen Speisen irgendein Söschen, meistens ähnlich wie diese hier, sprich extrem scharf. Ja. Mit Garlic und Chili. Ja, das sollte reichen. Was meinst du? Das sollte dicke reichen, ja. Gut, suchen wir uns mal einen Tisch. So, den Anfang mache ich mal mit dem Salmon-Spieß, also Lachsspieß. Sieht gut mariniert aus. Mal schauen. Ja, das sieht sehr lecker aus. Ganz weich. Scharfe, hat er Scheiben? Ein bisschen. Ist schon so eine Art Chili-Soße drauf, aber die schmeckt leicht süß. Aber lecker. Jetzt ist der Chicken-Spieß an der Reihe. Na, was sagst du? Das Fleisch ist sehr zart, und sehr süßlich. Dazwischen sind noch Zwiebeln aufgespießt. Hier unten ist noch eine Ananas und 2 Peperonis. Ne? Schmeckt gut, süß, bisschen scharf.
Guter Spieß, gute Wahl. Top. So, ich versuche mich jetzt mal hier an diesem Teil. Ich habe keine Ahnung, wie man es isst, beziehungsweise was es ist. Ja, ich probiere es mal hier mit dem Löffel. Ja. Aber ins Innere bist du schon vorgedrungen, oder? Ja. Okay. So. Scharf? Sehr scharf. Es könnte so eine Art Ei sein mit ein bisschen Krabbenfleisch gefüllt. Ist auf jeden Fall sehr scharf. Okay. Denke ich ultra scharf. Also lasse ich das hier mal. Obwohl das für den Geschmack immer wieder Das bisschen hätten wir lecker nicht ist. gebraucht. Aber ja. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was es ist. Ja, Könnte aber Ei sein. Krabbenfleisch war es doch, was wir bestellt haben. Ja. Drin. Ach Ja, so. rundherum, die Füllmasse. Ach so. Mhm. Ich denke, das ist Ei. Gut möglich, ja. Probier du mal. So, jetzt probiere ich mal. Ist gar nicht so richtig auszumachen, was es ist, ne? Ja, probier mal. Definitiv ein Ei. Ja. Ei und Krabbe. Und schon gut scharf, oder? Ja. Aber ganz häufig haben wir schon Krabbenfleisch mit Ei gegessen. Also das wird gerne so gemacht, auch im Omelett und so. Ja, das stimmt, ja. Das kommt immer gut an. Da hast du recht. Gut, gehen wir mal weiter was zu essen suchen. Machen wir gleich, ja? Wir haben uns noch mal umgeschaut, aber irgendwie hat uns jetzt hier die Nachspeise total angemacht. Das ist ein ganz spezielles Eis, haben wir noch nie probiert, aber oft schon gesehen. Ja, und das werden wir uns gleich zu Gemüte führen. So, ich teste jetzt mal dieses coole Eis. Das haben wir schon so oft gesehen. Und jetzt endlich probieren wir es mal. Hat jetzt 79 Baht gekostet. Ihr habt ja auch eben gesehen, wie es gemacht wurde. Ziemlich crazy. Ja, absolut. Das schmeckt geil. Ja, sieht auch super aus. Ist jetzt Schokolade, Nutella oder? Nutella. Was war das nochmal? Ja, auf jeden Fall. Brownie. Brownie. Brownie, Nutella, Vanille. Ja, mit einer Sahne drauf und oben so ein kleines. Die klassische Kirsche. Ja, die kennen wir von früher. Die gibt es, glaube ich, schon seit 70 Jahren. Boah, ist gut. Also eins können wir jetzt schon sagen, das ist nicht unser letzter Nachtisch. Da kommt gleich noch mehr. So, So, es ist soweit. Wir haben uns heute die Durian Challenge vorgenommen. ich krieg die Handschuhe noch nicht mal an. Ja. Ich probier's mal mit einem. Oh weia. Also Handschuhe sind angebracht offensichtlich. Oh je, die sind aber auch wirklich nicht die besten Handschuhe. So, die Durian, man riecht jetzt hier schon durch das Plastik. Genau. Das ist wohl auch ein reifes Exemplar, also weicher. Und
Ich weiß nicht, wer schon was von der Durian gehört hat, gelesen hat, wer sie schon probiert hat. Also ist jetzt bei uns das erste Mal. Ich habe mal in Malaysia 2019 Durian Popcorn gegessen. Ich habe sehr Respekt davor. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich hoffe, ich muss mich nicht übergeben oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Vielleicht schmeckt es mir ja auch. Und ja, ich habe auf jeden Fall wirklich Respekt. Also das ist jetzt hier kein Show oder kein Witz. Ja, dann lass es mal langsam angehen. Also sie riecht wirklich extrem. Ich kann gar nicht genau sagen, nach was sie riecht. Nee, Nach die hat so einen Zwiebel? Eigengeruch. Nach Zwiebel ist auf jeden Fall sehr beißend. Ich hoffe, wir stören die Leute hier nicht. Aber Vor allem das reife Exemplar ist bestimmt noch mal extremer, oder? also ich muss sagen, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Es schmeckt so ein bisschen zwiebelig. Zwiebelig, dann wird es aber süß, ist sehr cremig in der Mitte. Ist vielleicht mir schon ein Tick zu cremig. Also momentan, Stand jetzt, sage ich, sie riecht schlimmer, wie sie schmeckt. Das ist Ja, doch ich schon mal probier. ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall sehr süß und cremig in der Mitte. Ja, ich muss sagen, es wird nicht meine Lieblingsfrucht, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt, wie es ist. Ich kann es durchaus essen und die soll ja auch sehr gesund sein. Das ist ja die Königin der Früchte. Ihr könnt gerne mal bei Wikipedia nachlesen über die Durian. Aber ich habe jetzt genug probiert. Ich würde sagen, die Jasmin ist mal dran. Oh ja, jetzt bin ich dran. Mit dem Teil hier an. So, ja, Jasmin ist jetzt dran. Guck mal, da ist doch ein Kern drin. Das sieht ja cool aus. Ich hol den mal raus. Ja, ich kann nur mit einer Hand, weil ihr wisst ja, das geht nicht sonst. Kann man machen, aber dann wird man wahrscheinlich nicht mehr froh. Oh Gott, jetzt kriege ich das nicht hier ab. Oh ja, ich bin habe sie schon gespannt. total Ich bin zerstört. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine sehr reif. Ich bin gespannt, was Jasmin sagt. So. Na? Der erste Moment war so, nicht so geil. Moment. Was schmeckst du? Wie schmeckt die für Tja. dich? Jasmin zu- guckt ja mal nicht so schön. Also, da muss ich tatsächlich an den Geschmack gewöhnen. Ich finde, dass sie schon irgendwie ein bisschen nach Ananas schmeckt. Aber nicht so süß, also schon süßlich, aber nicht so süß wie eine Ananas. Aber das Krasse ist, ich habe die jetzt vor 2 oder 3 Minuten gegessen. Ich habe immer noch den Geschmack im Mund. Also ich habe es mir schon Also ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, Aber, weil die Horrorgeschichten kursieren da überall. Täglich brauche ich es jetzt nicht. Und man muss eins dazu sagen, also ich kenne keine Frucht, die in Asien teurer ist wie die Durian. Ja. Also große Stücke kosten locker 180 bis 360 Baht. Das ist dann ungefähr doppelt so viel wie dieses. Wir hatten ein sehr günstiges Exemplar, das war schon sehr reif. Wir haben jetzt nur 40 Baht für das kleine hier bezahlt. Aber wie gesagt, im Normalfall 160 bis 360 Baht für gute, noch nicht ganz so reife Stücke. Jasmin, was Ja, sagst du? also mein Fazit, nicht so schlimm wie gedacht. Aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich lieber eine junge Durian nehmen und nicht eine, die jetzt schon hier so reif ist. Und das mal testen. Ich glaube, hier war mir jetzt zu weich und schwabbelig. Ja. Und dann würde ich noch mal was dazu sagen. Aber ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt. Also wir leben noch und alles gut. Aber es ist schon wirklich speziell. Speziell, also, mich würde echt mal interessieren, wer schon mal Durian gegessen hat und wie ihr die Durian findet. Und ich sag nur eins, Durian-Abklatscher, Durian Challenge überlegt. Challenge Nummer 1 überlebt und ich würde sagen, da drauf müssen wir erst mal ein Bierchen trinken. Ne? Genau. So, wir sitzen jetzt in dieser coolen Kneipe, die wir euch vorher schon mal gezeigt haben. Diese geile Vintage-Kneipe.
Wir hoffen, ihr seht es gut im Hintergrund. Und es hatte eben angefangen zu regnen, daher werden wir wahrscheinlich bald Schluss machen hier auf dem Markt. Wir hätten euch gerne noch ein bisschen mehr gezeigt. Ja. Und wir wollten noch sagen, dieser Markt ist echt einer der coolsten von ganz Bangkok, unserer Meinung nach. Auf jeden Fall. So eine Abwechslung hier, coole Leute, ja, Vintage-Klamotten, Essen ohne Ende, coole Kneipen, alle sind locker drauf. Die Stimmung ist super hier. Die Stimmung ist super. Also uns gefällt es hier richtig gut. Ist ein bisschen außerhalb von Bangkok auch. Wir blenden euch mal ein, wo ihr den Markt findet, aber absolut ein Besuch Und wert. riesengroß. Also man Riesengroß. kann hier Stunden verbringen, ohne sich zu langweilen. Wir haben noch nicht mal ein Viertel wahrscheinlich heute gesehen. Ja. Also absolut eine Empfehlung von uns. Ja. Genau. Und wir genießen jetzt dieses Bierchen zum Abschluss. Prost! Und falls euch das Bier, genau, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen und ein Like. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.